with something. Every day as a program, therapy program. Every day you find someone to make him happy. If you make one, it's good. If you can make two, even better. 3, better. 4, 5, 6, 7, 10 maybe. After that, he is not depressive anymore. Not sad. This is therapy. You must give. When you take, you must give. When you give, you take. When you take, you must give. Lange Rede, kurzer Sinn. We go for Sohbat, inshallah. Was? Nee, das war Ja. Sohbat. Das war doch gut. Ja, war ja schon. Das war ja nur die. Das war jetzt die Mehr als genug. Einführung. Bisschen Englisch, bisschen Deutsch. Ich will noch was erzählen. Wie? Das war doch schon perfekt. Also, Sheikh Hassan, Qadasallah Sirra, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wir grüßen euch mit dem Gruß des Islam, dem Friedensgruß, mit dem Gruß, den Allah seinen Dienern aufgetragen hat, mit dem sie einander grüßen sollen, damit sie in Frieden sind. We are greeting everyone with the greetings of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With the greetings which Allah has given to people so that they may live in peace and find peace. And Allah is As-Salam. So He's the source and the absolute source of peace. And Islam, it means to find peace by submitting to Allah. So Islam and Salam, they are connected. Islam und Salam gehören zusammen. Und Islam bedeutet Frieden finden durch Hingabe oder durch Hingabe an Allah, an den Schöpfer. Und deshalb hat Allah uns befohlen, uns mit Salam zu begrüßen. Und er hat denjenigen, die das nicht tun, gedroht, besonders die das absichtlich nicht tun. Also nicht Hi und Hello und sowas, unter Muslimen meine ich, sondern Assalamu alaikum. Alhamdulillah, und wir beginnen im Namen Allahs. We begin with the name of Allah, and He's the most merciful and most beneficent and most munificent, as Maulana used to translate it. Er ist der Allgnädige, der Allbarmherzige, der Allgroßzügige. MashaAllah, wie Maulana das so ungefähr übersetzt hat. Und alles Gute beginnt mit der Basmala, mit den Worten Bismillah. Every good thing starts with the Basmala. And MashaAllah, Sheikh Hassan, he was showing the way to happiness for all of us, because we are all of us, we are a little bit mad, at least a little bit. So to make somebody happy, we will become happy. Sheikh Hassan hat darüber gesprochen, eben über den Weg zum Glück für alle eigentlich, nicht nur für die Verrückten, weil im Grunde genommen ist jeder etwas verrückt, bis auf die Awliya, die wirklich die Stufe des Menschseins erreicht haben auf dem Weg der Propheten und des Propheten Muhammad a.s. Everybody has some mental instability, let's say, some mental deficiency, or you could say, except for the awliya, because they have completed what it means to be a human being, and everybody else is deficient. And they have completed it by taking on the attributes of the Prophet, alayhi salatu wasalam, of all the prophets, and especially Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. MashaAllah.
Sheikh Hassan said everything that needs to be said, I think. Sheikh Hassan hat alles gesagt, was man eigentlich sagen muss heute Abend. Wer das mitnimmt und in die Praxis umsetzt, der hat etwas Nützliches mitgenommen und ist auf dem richtigen Weg. Whoever takes what Sheikh Hassan advised to do, to make somebody happy every day, at least one person or even 2 or 3, as much as you can, he has taken good advice and he has taken something precious and something which will benefit him. And to add a lot of words to that, it will only bring confusion. Viel mehr dazu zu sagen, würde eigentlich nur Verwirrung stiften, weil das ist so eine kostbare Weisheit, so ein wertvoller Ratschlag. Und wer den annimmt und in die Praxis umsetzt, für den ist das genug. Dem allzu viel hinzuzufügen, ist nicht notwendig. Das ist eigentlich genug. Allah subhanahu wa ta'ala, He's creating His servants not to be miserable, but to be happy. Allah erschafft seine Diener nicht dazu, dass sie unglücklich sind, sondern um glücklich zu sein. Und um glücklich zu sein, ist es gut, andere glücklich zu machen. And to become happy, it is good to make others happy. Because this happiness which you find in others, it reflects on you. Much more than you are running after anything which people think may make them happy. Viel mehr als all den Dingen hinterherzulaufen, von denen die Menschen glauben, dass sie glücklich machen würden. In the end, happiness is a gift from Allah. Letztendlich ist Glück ein Geschenk von Allah. Und er kann jemanden ohne irgendwelche Mittel glücklich machen. He can make somebody completely happy without any means. Suddenly that happiness comes down on him like the rays of the sun, or like a shower of rain, or like a breeze comes from somewhere, a beautiful breeze, and it brings you happiness. You don't know anything. What is it that makes you happy? Something is making you so happy. Suddenly you are happy. Irgendetwas kann einen glücklich machen. Es kann ein Sonnenstrahl sein, es kann ein Windhauch sein, es kann ein Regen sein, der auf einen tropft und auf einmal ist man glücklich. Und Allah braucht nicht mal diese Dinge, aber wir nehmen es so wahr. Allah doesn't even need these things, but we feel like there is this breeze or this something, because we are attached to the means. Weil wir festhalten an diesen Ursachen, an den Mitteln. Aber Allah ist derjenige, der das Glück in das Herz seines Dieners oder seiner Dienerin gibt. And Allah is the one who's giving happiness into the heart of His servant. But He likes us to use means. Allah liebt es, wenn wir die Mittel nutzen, die Ursachen nutzen. And one of the perfect means to attain happiness is to make somebody happy. Und ein perfektes Mittel, um glücklich zu werden, ist, jemanden glücklich zu machen. Und das ist nicht schwer. Manchmal reicht ein freundliches Wort. Sometimes just one friendly word is enough. Sometimes you need a big cake. Manchmal braucht man einen großen Kuchen. Ne? And sometimes it's something else. We don't know. It's a kiss, or it's a touch, or it's a present, or it's a memory that you remind somebody. You remember when we were young and we used to go in such and such a place? Oh, yes. And suddenly you feel happy. Manchmal ist es ein Blick oder ein freundliches Wort, ein Kuss, eine Berührung oder
ein Geschenk, manchmal ist es ein Kuchen, wie gesagt, manchmal ist es eine Erinnerung, dass man sagt, kannst du dich daran erinnern, wir waren zusammen da und dort und auf einmal weißt du noch und ja, auf einmal ist man happy, weil man in diese Situation innerlich zurückkehrt, wo man etwas gemeinsam erlebt hat und Freude erlebt hat dabei. But really, I don't know, this is just maybe my strange idea, but I think happiness is a gift from Allah. Ich selber, ich glaube, Glück ist ein Geschenk von Allah. Ja, ist etwas, was Allah dem Menschen gibt. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Allah mit seinem Diener zufrieden ist. I think it has to do with the fact that Allah is pleased with his servant. When Allah is pleased with his servant, then he makes him feel this happiness. And that is a happiness which is not a worldly happiness. Das ist ein Glück, was kein weltliches Glück ist, sondern das ist ein Glück, das der Mensch empfindet, dass der Diener empfindet, wenn er seinem Herrn nahe ist. Wenn sein Herr mit ihm zufrieden ist und dann gibt er ihm dieses Glück. Und wann gibt er ihm dieses Glück? Wenn der Diener mit seinem Herrn zufrieden ist. Ha! When does he give that happiness and when is he pleased with his servant? It is in that moment when the servant is well pleased with what Allah is giving to him. Ha! We are supposed to accept everything as God-given. Everything that happens to us comes from Allah. And we say it's a tenet of our faith to believe that everything, the good and the bad, is coming from Allah. It is from Allah. And we know that He is all-wise and He doesn't want anything bad for His servants. He always wants the good for His servants. So if we accept everything that comes from Allah consciously and say, oh, this is what Allah is giving me in this moment, then we will reach to happiness, to that real happiness. Not the happiness of eating cake or the happiness of having a nice cup of coffee, special Italian one or whatever. No, this is another kind of happiness. This is a lasting happiness. If we are in that state, if we reach to that state, and there, what we call states, there are two things which we can call states. One, it is hal. In Arabic they say hal, it is a state, and the other one is maqam. Now hal, it is a temporary state and it's coming and going, and that is for the beginner to feel that happiness when he is drawing close to Allah. And then the maqam, it is something stable, it is a station, it's more than a state, it's when you reach some level, you reach a certain level and it becomes continuous. And that's the level of being happy with Allah all the time. Because you're happy with whatever He's giving to you. You're content. الرضا بالقدر. رضا بقدر الله. بما قدر الله بما قدر الله لك. هذا السعادة. السعادة الأبدية. هذا مقام. This is a maqam of happiness. If you're continuously happy with what Allah is giving you. Wenn du ständig in diesem Zustand bist, mit dem zufrieden zu sein und einverstanden zu sein, was Allah dir beschert, süß und sauer, bitter und salzig, gibt verschiedene Geschmäcker. There are different kind of tastes that you get from what Allah is sending you. But if you say, Allah is sending it to me, I must be happy because He loves me, He created me, and He created me for this, to live this, to be in this situation, to be in these circumstances, to taste this. It may be bitter, maybe sweet, whatever, but it's from Him.
I'm happy. And if you sometimes have this, it's like it's a passing state. But if it becomes continuously, that means, alhamdulillah, you're becoming one of those people that Allah mentions, radiyallahu anhu wa radwan. He is pleased with them and they are pleased with him. Maqam al-rida, the state of being well pleased. And it's from Allah to you and from you being accepting, being content with whatever Allah is giving you. Dieser Zustand, den Allah beschreibt über seine geliebten Diener. Er ist wohl zufrieden mit ihnen und sie sind einverstanden mit ihm, mit allem, was er ihnen gibt. Maqam al-Rida. Das ist Glück. Das ist Glück. Und da gibt es viele Schritte und viele Wege dahin und viele Methoden und möge Allah uns etwas davon schenken. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die immer einverstanden sind. Die nicht sagen, oh mein Ego, was willst du heute? Sondern die sagen, oh mein Herr, was kann ich tun, damit du mit mir zufrieden bist? We ask Allah to make us of those who don't say, oh my ego, what do you want today from me? What do you think will make you pleased? But let us be from those who ask, oh my Lord, what can I do to make you pleased with me? What else can we say, Sheikh Hassan? It's enough? Enough, inshallah. It's genug, alhamdulillah. Möge Allah uns Zufriedenheit schenken. Amen. Möge Allah mit uns zufrieden sein und uns Licht und Liebe und Dankbarkeit und Hoffnung und Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit und wahren Glauben und rechtes Verständnis und Weisheit schenken. May Allah grant us good actions and good understanding and light and love and wisdom and sincerity in whatever we do. Let everything that we do be for Him. Möge alles, was wir tun, seinetwillen und für ihn sein. ومن الله التوفيق وإلى شرف النبي وعلى آله وصحبه جميع الأنبياء والأولياء وشيخنا الكرام وإلى آبائنا وأمهاتنا والصديقين وخاصة إلى روح سيدنا مولانا شيخ محمد نازم القبرص الحقاني ونية التيسير والتوفيق وفرج عن أمة محمد أجمعين. الفاتحة. آمين.